Guten Tag. Wir haben gestern mit Lektion 3 begonnen. Wir haben angefangen mit Lektion 3. Medien im Alltag. Medien im Alltag. Ich glaube, wir haben einige Folien dazu gesehen und auch die Übungen auf die ersten Seiten gemacht. Ja, was sehen wir auf den Fotos hier? Was machen die Leute? Sie sehen fern oder sie arbeiten am Laptop oder sie telefonieren oder surfen im Internet und so weiter. Das haben wir gesehen gestern. Und wir haben auch eine kleine Übung gemacht. Welche Medien haben Sie gestern benutzt oder welche Medien hast du gestern benutzt? Und wir haben so eine Runde gemacht und jeder hat erzählt, welche Medien sie oder er gestern, also am vorigen Tag, benutzt hatte. Sehr gut. Okay, also heute machen wir mit Lektion 3 weiter. Die anderen, die Themen, die in der Lektion 3 eingeführt werden, das haben wir auch kurz kennengelernt. Das haben wir auch kurz gesehen. We have briefly mentioned what themes are introduced in Lesson 3. Also, heute machen wir mit Lektion 3 weiter und da versuchen wir zuerst den Komparativ und den Superlativ zu lernen. Komparativ und Superlativ, ist das klar? Ja? Ja, das ist auch auf Englisch Comparative and Superlative. Also wir versuchen heute zuerst den Komparativ und den Superlativ zu lernen. But have we done this construction? Wir versuchen heute etwas zu machen. Einen Moment bitte. Wir versuchen, ja, versuchen ist to try. Versuchen. Wir versuchen den Komparativ und den Superlativ zu lernen. Ja? Ja. Versuchen ist ein regelmäßiges Verb, ist regelmäßig. Versuchen is a regular verb. Versuchen is to try. It's an important verb. To try. Ich versuche, du versuchst, er versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie versuchen. Ich habe versucht. Ja? Ich habe versucht. This particular construction, wir versuchen, den Komparativ und den Superlativ zu lernen. So versuchen, you can combine versuchen plus infinitive mit zu. That is what we are doing, versuchen plus infinitive mit zu. It's the same as if we use the verb to try in English. Let's say, today we try to learn the comparative and superlative. Okay, we try. Today my friend tries to learn the comparative and superlative. Today all of us try, my friend tries, she tries, he tries. What will change is the verb to try. That is the verb that we conjugate. That's our main verb.
Okay. And the to learn will remain as to learn. I try to learn the comparative superlative. You try to learn. He tries to learn, and so on and so forth. Okay, so to learn will remain the same for that. This is a similar construction. This construction is similar to that in English. Infinitive mit zu. As you can notice, the only difference is that the zu lernen comes at the end of the clause. Okay. So, wir versuchen den Komparativ und den Superlativ zu lernen. Yeah, some other we can this kind of a construction is useful. We can use it to, for example, let's try a few options. Let's say ich versuche, yeah, always a comma after that, and then continue whatever it is that you're going to try. Ich versuche, wir können jetzt vielleicht ein deutsches Gedicht lesen. Ja? Ich versuche ein deutsches, Entschuldigung, ein deutsches Gedicht zu lesen. Verstehen Sie das? Ich versuche ein deutsches Gedicht zu lesen. Ja. I try to read a German poem. Ja. Ich versuche ein deutsches Gedicht zu lesen. Oder ich versuche ein, sagen wir mal, japanisches Gericht zu kochen. Ja? Gericht, ja, wir haben das Wort gelernt, Gericht, das Gericht is a dish, a preparation. So I try to cook a Japanese dish. Ich versuche ein japanisches Gericht zu kochen. Oder andere Beispiele. Früh aufstehen, ja, gut, ist wichtig. Ich versuche morgen um 6, ich versuche morgens, sagen wir mal, morgens um 6 Uhr aufzustehen. Ja? Aufstehen ist ein trennbares Verb, aufstehen ist trennbar, also kommt zu dazwischen. Ja? Zu kommt zwischen die Vorsilbe und das Verb. Ja? Also zu geht dazwischen rein. So the zu will go between the prefix and the verb. If you have a separable verb, then the zu will split the prefix and the verb. As in, morgens um 6 Uhr aufzustehen. Ich versuche morgens um 6 Uhr aufzustehen. So, please make a note of this. This is a useful construction. Wir versuchen den Komparativ und ja, ich versuche das alles zu machen. Versuchen plus Infinitiv mit zu. Ja, also wie gesagt, wir machen mit Lektion 7 weiter und wir versuchen dabei den Komparativ und den Superlativ zu lernen. Ja, wir versuchen dabei den Komparativ und den Superlativ zu lernen. Das haben wir gesehen. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Wir machen weiter auf Seite 30. Wir machen weiter auf Seite 30 mit der Übung Nummer 4. Übung 4 auf Seite 30. Da sehen Sie 4 Bilder. 1, 2, 3 und 4.
A, B, C und D, 4 Bilder. Und die Frage heißt, was sehen Sie auf dem Foto? Was sehen Sie auf jedem Foto? Ja? Bild A zum Beispiel. Bild A. Bild A. Was sehen wir auf Bild A? Ja gut, da ist ein Laptop zu sehen und neben dem Laptop, was sehen wir neben dem Laptop? Ja, das sind DVDs vielleicht, ja, DVDs von Spielfilmen, ja. Und auf dem Laptop ist das Amazon Prime oder ist das Netflix? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Netflix ist oder Amazon Prime, aber wir sehen einen Laptop und DVDs, ja, also ja. Und Bild B, ja, richtig, da ist ein Tablet, da ist ein Tablet auf Bild B, da ist ein Tablet und es gibt auch einen Laptop, ja, das ist auch zu sehen. Bild C, ja, wir haben zwei Mobiltelefone, aber das eine hier ist ein Handy, und aber das andere, was meinen Sie, das ist ein Smartphone, okay, also ein Handy oder ein Smartphone. Ja, und Bild D sehen wir viele Bücher und daneben ist ein Smartphone, das ist vielleicht ein Kindle, so etwas wie Kindle, ein E-Book oder so, gut, ein E-Buch. Ja, also, was denken Sie? Denken, ja, denken, to think, yes, denken is to think. Was denken Sie? Worum geht es hier? Was ist hier? Worum geht es? What is this about? Worum geht es? Okay, ganz einfach. Worum geht es hier? Was denken Sie? Wir haben einen Laptop und DVDs, wir haben noch einmal einen Laptop und dann auch ein Tablet, ein Smartphone, ein Handy. Ja, es geht um einen Vergleich. Ja, es geht um Vergleichen. Vergleichen is to compare, and the noun form is in English comparison, yes, der Vergleich, die Vergleiche ist comparison. Ja, es geht hier um einen Vergleich zwischen, das ist eine Präposition, ja. Wir haben die Präposition schon gelernt. Zwischen ist eine Wechselpräposition, also zwischen mit Bewegung, Akkusativ, mit Position, Dativ. Ja, okay. Also das ist ein Vergleich zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Sachen, Laptop und DVDs oder Streaming-Video und DVD oder Tablet oder Laptop, Smartphone oder Handy, Bücher oder E-Books. Was ist besser?
Besser ist auch ein Wort, das wir kennen. Gut, besser. Ja? Gut, besser. Besser, better. Good, better. What is better? It is the comparative form of good. Ja, okay. So, gut, besser. Gut. Dann gibt es hier, dann haben wir also mit dem Komparativ und mit dem Superlativ vergleichen wir verschiedene Sachen miteinander. Ja, okay? Also ja, die Funktion von dem Komparativ und dem Superlativ, die Funktion ist Vergleich oder auch Vorliebe oder auch Vorliebe. Ja, Vergleich, der Vergleich, die Vergleiche, is a comparison. Und die Vorliebe, Vorliebe is preference. Vorliebe, yeah. This is the what would you love more, what do you like more, Vorliebe, yeah. What comes pre for you. Okay, so das ist die Funktion von dem Komparativ und dem Superlativ, ja. Und wir haben schon gesehen, was wir auf den Fotos sehen, A, B, C und D. Und jetzt machen wir Übung 4b. Ja, jetzt machen wir Übung 4b. Zu Übung 4b gibt es Audiotexte, gibt es Audiodateien. Wir hören jetzt die Audios zu der Aufgabe 4b. Und die Aufgabe ist, hören Sie 4 Gespräche, zu welchen Fotos passen die Gespräche, ordnen Sie zu. Also, wir haben 4 Fotos und wir hören 4 Gespräche. Ja? Wir haben 4 Fotos hier, wir hören 4 Gespräche und dann müssen wir sagen, welches Gespräch passt zu welchem Foto. Ja, alles klar? Gut, dann spielen wir jetzt die Audiodateien jetzt gleich und dann machen wir damit weiter. Also, das ist jetzt Datei 24, ist Gespräch Nummer 1. Bitte hören Sie zu. Ja? Aufgabe 4b 1. Das sind aber viele Laptops hier. Da weiß man ja gar nicht, was man nehmen soll. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel praktischer als ein Laptop. Und cooler. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop als mit einem Tablet. Also, ich glaube, der hier ist gut. Wo ist denn hier ein Verkäufer? Ah, hallo. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ja, klar, gerne. Ja, Dialog 1, Laptop oder Tablet. Das passt zu welchem Bild? Ja, zu welchem Foto? Gut, das ist dann B. Ja, wo ist unser Foto? Ja, das ist Dialog 1 hier. Gut. Und dann gehen wir rüber zu Dialog 2. 2. Wollen Sie im Urlaub viel lesen? Dann ist ein E-Book genau das Richtige für Sie. Bei uns heute im Angebot. Die neuen E-Books von 20 berühmten Bestseller-Autoren. Jetzt kann der Urlaub kommen. Sie können noch mehr Bücher lesen, müssen aber fast nichts tragen. Auch zu Hause haben Sie endlich mehr Platz. Sie finden unser Angebot im 2. Stock. Ah, super. Hast du das gehört? Lass uns doch mal schnell in den 2. Stock gehen.
Muss das sein? Wir wollten doch jetzt etwas essen und nicht noch den zweiten. Ja, E-Books oder Bücher. Möchten Sie was lesen? Dann E-Books. Ja, das passt ganz genau. Der Dialog 2 passt zu Foto D. Das ist dann Dialog 2. 3. Hey, ich habe dich heute 3-mal angerufen. Oh, wirklich? Ich glaube, mein Handy funktioniert nicht richtig. Ich muss mir mal ein neues kaufen. Kauf doch gleich ein Smartphone. Das ist doch viel praktischer. Mit einem Smartphone kannst du mehr machen als mit einem normalen Handy. Ja, das stimmt. Aber es ist auch viel teurer als ein Handy. Und ich will nur telefonieren. Also ist ein Handy besser für mich. Mit dem Geld kaufe ich lieber DVDs oder Bücher. Okay, du musst es wissen. Mein Smartphone ist wirklich das. Smartphone oder Handy? Was ist besser? Was ist praktischer? Ja, das ist dann ja, Foto C. Dann sind wir, das ist dann Dialog 3. Und jetzt 4. 4. Sag mal, sollen wir heute Abend einen Film sehen? Kommt etwas Gutes im Fernsehen? Nö, aber wir können ja im Internet einen Film runterladen. Oder wir leihen eine DVD. Was meinst du? Download-Filme sind doch viel praktischer und bequemer. Wir können in Ruhe zu Hause auswählen. Ist das nicht teurer als eine DVD? Nee, Downloaden kostet ungefähr so viel wie eine DVD ausleihen. Na gut, also dann komme ich heute Abend zu dir. Ja, Filme downloaden im Internet oder DVDs ausleihen. DVDs, das ist ja, Dialog 4 ist Foto A, das ist klar. Aber ausleihen, haben Sie, ja, wir haben das Verb schon gelernt, ausleihen. Herunterladen, herunterladen oder downloaden. Downloaden sagt man auch auf Deutsch heutzutage. To download. Herunterladen ist trennbar, also ich lade vom Internet einen Film herunter, ja, herunterladen. Downloaden ist untrennbar. Ich downloade einen Film. Downloaden ist untrennbar. Inseparable. Herunterladen ist trennbar. Ich lade einen Film herunter. Laden, einladen, das kennen Sie schon. Einladen, laden ist unregelmäßig. Also ich lade meinen Freund zum Abendessen ein. Du lädst deinen Freund zum Abendessen ein. Der Freund lädt mich zum Abendessen ein, etc. Also, das ist unregelmäßig, das markieren wir mit einem Sternchen und ich habe heruntergeladen. Ja? Also, das Perfekt oder die Perfektform ist hat heruntergeladen. Ja? Okay. Herunterladen oder downloaden. Und wir haben auch das Verb ausleihen gelernt. Ausleihen, in die Bibliothek gehen und ein Buch ausleihen. Ausleihen ist to borrow. To borrow. Das ist im Präsens regelmäßig. Ich leihe aus, du leihst aus, er leiht aus. Aber leihen ist im Perfekt
unregelmäßig, also markieren wir wieder mit einem Sternchen, hat ausgeliehen. Ja? EI wird zu IE. Wein wird zu Wien. Ja? Ausgeliehen. Borrowed. Okay, also haben wir die 4 Dialoge gehört, haben wir die 4 Gespräche gehört und markiert, zu welchem Foto gehört welches Dialog. Jetzt kommen wir zu der Übung 4c. 4c. Ergänzen Sie den Dialog, hören Sie noch einmal zur Kontrolle. Ja, wir haben den Dialog schon gehört, jetzt können wir die Lücken ausfüllen. Das ist auf Seite 30, wir sind bei der Aufgabe 4c. Kauf doch ein Tablett. Kauf doch ein Tablett. Das ist viel Aufgabe praktischer 4b. als ein Laptop 1. und cooler. Das sind Ja, aber sollen wir das viele noch einmal Laptops hier. Wir Da hören weiß das man ja gar nicht, Gespräch was noch man einmal. nehmen soll. Okay. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel praktischer als ein Verzeihung. Laptop. Ist hier Nummer Aufgabe 4b. 1. Und cooler. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Das sind aber viele der Bildschirm Laptops ist größer. Da weiß man ja gar nicht, was man nehmen soll. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel praktischer als ein Laptop. Und cooler. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Tablets sind Das billiger stimmt. als Laptops. Aber ich arbeite lieber Das mit stimmt. einem Laptop als mit einem Tablet. Also, ich glaube, der hier ist gut. Wo ist denn hier ein Verkäufer? Ah, hallo. Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Ja klar, gerne. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop als mit einem Tablet. Der Bildschirm ist größer, ja? Verzeihung, der Bildschirm ist größer. Okay. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop als mit einem Tablet. Aber ich arbeite, ja, man kann besser arbeiten. Oh, Moment. Und cooler sind hier. Ich arbeite lieber mit einem Laptop als mit einem Tablet, also lieber haben wir auch. Besser und cooler. Okay. Ja, das war 4c. Ja, also sehen wir bei der Aufgabe 4c haben wir mehrere Adjektive in der Komparativform, ja, in der Komparativform. Was sind
Ihrer Meinung nach die Adjektive, die originellen Adjektive, zum Beispiel besser, wir kennen das Wort besser sehr gut, gut, ja, gut, besser, praktischer, praktisch, praktischer, groß, größer, billig kennen wir auch, billig, billiger, mehr. Was ist mehr? More, ja. Und more is the comparative form of much, viel, ja, viel. Und cool, cool, cooler. Also haben wir bei dem Komparativ haben wir den Positiv und dann den Komparativ. Billig, billiger, groß, größer, teuer, teuer, teurer, ja, teuer, teurer. Also nehmen wir raus und das geht dann es kommt nach dem R, ja. Teuer, teurer, gut, besser, gern, lieber, viel mehr. So we can see that normal way of making the comparative is not very different from English. Something is cheap, it is cheaper, clear, clearer, big, bigger, yeah, costly, costlier, and so on and so forth. So not very different and we also have several comparatives and superlatives in English which are not regular, which good, better, for example, is the first example that comes to mind, which is also in German, not regular, gut, besser, viel mehr, okay, a lot, much, more, gern, lieber, und so weiter. Okay, so basically making the comparative is not very difficult. The irregular forms, we have to learn them by heart. There is no way to go around it. But the regular forms, it is an additional ER if the vowel can take an umlaut, which means if the root vowel is either A, O or U, then it will mostly take a vowel. Okay, so for example, wir haben bei 4D auf Seite 30, Aufgabe 4D, haben wir viele, oder nicht sehr viele, aber mehrere oder einige Adjektive und wir können vielleicht versuchen, mit diesen Adjektiven zu arbeiten. Zum Beispiel praktisch, das kennen wir schon, praktisch. Dann als zweites Wort, da steht schnell. Was bedeutet schnell? Schnell und das Gegenteil von schnell ist langsam. Schnell is fast or quick, langsam is slow, schnell, schneller, langsam, langsamer. Yeah, that's why I said if the root vowel can take a vowel, and mostly it will not always. Langsamer is already an example where it will not take a vowel, okay, an umlaut, sorry. Langsam und schnell, teuer haben wir schon, teuer, teurer, billig, billiger, gut, besser, modern. Etwas ist modern, etwas ist moderner. Das haben wir auf Englisch nicht. Something is modern, we cannot say something is moderner. We say something is more modern. What that means is anybody's guess, but moderner, am modernsten, the most modern. Leicht, leicht, light, easy, leicht means light or easy, yeah.
Ja, leicht, also leicht ist dann leichter. Und das Gegenteil von leicht ist schwer oder ja, schwierig, schwer, schwerer, schwieriger. Ja. Klein. Wir haben groß schon gelernt. Groß, größer. Klein. Klein. Ja, kleiner. Kurz. Kurz. Kürzer. Da haben wir ein Beispiel vom Umlaut kurz, kürzer und kurz, das Gegenteil von kurz ist lang, länger. Lang, länger. Okay. Cool, cooler haben wir schon. Also, wir haben hier eine dezente Liste eigentlich von Adjektiven mit dem Komparativ: schnell, schneller, langsam, langsamer, modern, moderner, leicht, leichter, schwer, schwerer, schwierig, schwieriger, klein, kleiner, kurz, kürzer, lang, länger. Ja? Und dann wir kennen schon praktisch, praktischer, teuer, teurer, billig, billiger, gut, besser, cool, cooler. Okay, also basic way of making the comparative is this. It is useful to learn the first few forms by heart, so that it gets set in your mind how to make the comparative, and then using the comparative. Ja? Wie gehen wir zu der Übung zurück? 4c. Kauf doch ein Tablett, das ist viel praktischer als ein Laptop und cooler als ein Laptop. Ja? Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. So always, what is the comparative filler that we use in English? This is bigger than that. Okay, this is bigger than that. That than in German is als. Praktischer als Laptop. Tablet ist praktischer als Laptop. Laptop ist aber größer als Tablet. Aber Laptop kostet auch mehr als ein Tablet und so weiter. So, we use the comparative with the word als in German. Okay. Also zum Beispiel gehen wir zu einer anderen Folie rüber. Ja. Da haben wir Vergleiche mit als und wie. Also Vergleiche mit als und wie. Mein Smartphone ist für mich wichtiger als mein Laptop. Mein Laptop ist wichtig, aber mein Smartphone ist für mich wichtiger als. Komparativ, wichtiger mit als. More important than. Okay. Mein Fernseher ist für mich genauso wichtig wie mein Computer. Ja, also wir haben hier den Positiv oder die Positivform von wichtig und so wie. Ja? Mein Fernseher ist für mich genauso wichtig wie mein Computer. So what we are saying is my television is for me as important as my computer. As important as. So genau wie. Verzeihung, so wichtig wie mein Computer.
Mein Fernseher ist für mich genauso wichtig wie mein Computer. As important as. Okay. Mein Handy ist nicht so wichtig, wie mein Laptop. Mein Handy ist nicht so wichtig wie mein Laptop. Ist klar? Mein Handy ist nicht so wichtig wie mein Das bedeutet, was bedeutet das? Mein Laptop ist wichtiger als. Mein Handy ist nicht so wichtig wie mein Laptop. My mobile phone is not as important as my laptop, which means my laptop is more important. Yeah, which means mein Laptop ist wichtiger als mein Handy. Okay, also, so sind wir mit dem Komparativ für jetzt fertig. Bitte machen Sie die Übungen im Arbeitsbuch. Im Arbeitsbuch finden Sie auch mehrere Übungen zum Komparativ. Bitte machen Sie diese Übungen zu Hause. Und wir machen jetzt weiter und versuchen noch 2 kleine Sachen heute noch fertig zu machen. Ja? Also, jetzt gehen wir rüber zu der Aufgabe 9, auf Seite 33. Also bitte machen Sie das Buch auf, bitte gehen Sie zu Seite 33, die Aufgabe 9. Das mache ich am liebsten. Etwas mache ich gern, zum Beispiel, ich trinke gern Wasser, ich trinke gern Tee, aber ich mag lieber frühmorgens mag ich lieber Kaffee, ja? Gern lieber und am liebsten. Aber am liebsten trinke ich Milch frühmorgens. Ja? Das stimmt nicht, aber einfach als Beispiel. Am liebsten trinke ich Milch. Am liebsten? Ja. What I like the most is. Okay. Wir haben bei der Aufgabe 9 ein Interview mit Dieter Meier. Und was ist Dieter Meier von Beruf? Dieter Meier ist Fotograf. Ja? Nach 12 Jahren in New York lebt und arbeitet er jetzt in München. Wo arbeitet er? In München. Er fotografiert für Zeitschriften, Werbung und für Buchverlage auch. Ein Verlag is a publishing house. Ein Verlag ist, er fotografiert für Zeitschriften, Werbung, Advertisements und Buchverlage. Okay. Wir haben das Interview hier von Dieter Meier und wir müssen jetzt die Fragen und die Antworten einander zuordnen. Ja? Also, zum Beispiel die Frage A. Was fotografieren Sie am liebsten, Herr Meier? Dieter Meier, Herr Meier, was fotografieren Sie am liebsten?
Ja? Ich lerne immer wieder interessante Menschen kennen. Menschen in jedem Alter. Menschen in jedem Alter. Das mache ich lieber als Fotos von Landschaften oder Produkten. Ja? Also, was fotografieren Sie am liebsten? Menschen in jedem Alter. Das ist dann die Frage A. Menschen in jedem Alter. Am liebsten. Ich mache gern Fotos. Ja? Ich mache gern Fotos. Aber am liebsten, was mir am liebsten gefällt, gefallen haben wir schon gemacht, was mir am liebsten gefällt, das sind Menschen in jedem Alter. Die fotografiere ich am liebsten. Und was gefällt Ihnen? Was gefällt Ihnen in Ihrem Beruf am besten? Gut, besser, am besten. Gut, besser, am besten. Verstehen Sie die Frage? Ja. What do you like the most, the best about your profession? Was gefällt Ihnen in Ihrem Beruf am besten? Ja. Ich lerne immer wieder interessante Menschen kennen. Ja. Bully-Herbig, das ist etwas anderes. Das ist ein Star. Das Porträt des Rappers, nee. Am wichtigsten ist, dass das Licht stimmt, das Licht beim Fotografieren. Aber ich glaube, wir haben das hier schon. Ich lerne immer wieder interessante Menschen kennen. Das ist dann die Frage B. Was ist bei Ihrer Arbeit am wichtigsten? Wichtig, wichtiger, am wichtigsten. Was ist bei Ihrer Arbeit am wichtigsten? Am wichtigsten ist, dass das Licht stimmt. Etwas stimmt. Ja, etwas stimmt means something is right, something is just right, something is ideal in this case also. Stimmt means something is right. Das stimmt. That's correct. That's right. Das Licht soll stimmen. Ja? Das ist am wichtigsten. Denn das ist ein Fotograf. Ne? Das ist ein Fotograf. Das Licht muss stimmen. Das ist die Frage C. Also am liebsten. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Freizeit, was machen Sie am liebsten? Ich gehe ins Stadion und sehe ein Spiel von meinem Lieblingsverein, dem FC Bayern. Alles klar. Das ist dann die Frage D. In meiner Freizeit gehe ich ins Stadion und sehe ein Spiel von meinem Lieblingsverein, das heißt von dem FC Bayern. Und dann E, was wollten Sie als Kind werden? Was war Ihr Traumberuf? Was wollten Sie als Kind werden? Ja, natürlich. Fußballer, Fußballprofi. Das war mein Traumberuf. Und was ist er geworden? Fotograf. Nicht schlecht, eigentlich. Welche Musik hören Sie am häufigsten? Häufig? Häufig. Ist auch ein, wir haben das gelernt einmal. Häufig is how frequently. Frequent or or frequently both. Häufig. Häufiger. Und was haben wir hier? Am häufigsten.
Ja, welche Musik hören Sie am häufigsten? Welche Musik hören Sie? Klassik und Johnny Cash oder ja, Klassik und Johnny Cash. Welche Musik? Das wäre dann die Frage F. Am häufigsten. Welcher Star war am nettesten? Ja? Welcher Star war am nettesten? Bully Herbig. Er ist nicht so kompliziert. Und also er ist nicht so kompliziert wie viele andere Stars. Ja? Also das ist dann die Frage G. Und welches Shooting hat am längsten gedauert? Am längsten gedauert. Das Porträt des Rappers DMX. Er ist 6 Stunden zu spät gekommen. Also der Fotograf musste 6 Stunden auf den Star warten. Ja? Das wäre dann H. So haben wir hier ein Interview mit Dieter Meier als Einführung von dem Superlativ auch. Das machen wir in einer Minute, aber zunächst mal möchten wir die Audiodatei hören und unsere Aufgabe kontrollieren. Das ist dann 9b. Hören Sie das Interview und kontrollieren Sie Ihre Lösungen. Das ist dann Datei Nummer 35. Machen wir gleich. Aufgabe 9b. Herr Meier, wollten Sie immer schon Fotograf werden? Was wollten Sie als Kind werden? Erstmal nicht Fotograf, glaube ich. Als Junge, da wollte ich Fußballer werden. Fußballprofi, das war mein Traumberuf. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am besten? Ich lerne immer wieder interessante Leute kennen. Was fotografieren Sie am liebsten, Herr Meier? Menschen. Menschen in jedem Alter. Das mache ich lieber als Fotos von Landschaften oder, wie sagt man gleich, von Dingen, Produkten. Sie treffen ja auch viele Stars bei Ihrer Arbeit. Welcher Star war am nettesten? Bully Herbig. Er ist nicht so kompliziert wie viele andere Stars. Welches Shooting hat am längsten gedauert? Ich habe ein Porträt des Rappers DMX gemacht. Er ist 6 Stunden zu spät gekommen. Was ist für gute Fotos am wichtigsten? Am wichtigsten finde ich, dass das Licht stimmt. Ohne gutes Licht kann man keine guten Fotos machen. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Ich gehe ins Stadion und sehe ein Spiel von meinem Lieblingsverein, dem FC Bayern. Und noch eine Frage zum Schluss. Welche Musik hören Sie am häufigsten? Klassik und Johnny Cash. Herr Meier, vielen Dank für das Interview. Bitte. Also, wir haben unsere Aufgabe kontrolliert. Das stimmt alles. Da stimmen die Antworten, die wir hier markiert haben. Also, und jetzt aber für die zweite Aufgabe. Das haben wir schon einigermaßen gemacht. Wir müssen hier alle Superlativformen markieren, entweder unterstreichen oder hervorheben. Am liebsten, am besten, am wichtigsten, am liebsten noch einmal, am häufigsten, am nettesten und am längsten. Ja? Verstehen Sie, wie man den Superlativ benutzt? Was fotografieren Sie am liebsten? Ja? Am liebsten mag ich Menschen in jedem Alter. Okay, am liebsten mag ich Menschen in jedem Alter. Okay. Jawohl. Gehen wir zurück zu. Ja, so bei dem Superlativ haben wir gesehen, dass
das ist der Positiv schön, Komparativ schöner, am schönsten. Ja? Am schönsten. Also gut, besser, am besten. Gern, lieber, am liebsten. Viel, mehr, am meisten. Okay. Noch einmal, wie gesagt, es gibt mehrere Übungen zu dem Superlativ auch im Arbeitsbuch. Bitte machen Sie diese Übungen, bitte merken Sie sich merken ist to make a note of. Bitte merken Sie sich, wie man den Vergleich macht auf Deutsch mit dem Positiv, wo man zwei Sachen vergleicht, die gleich sind, mit dem Komparativ und mit dem Superlativ. Ja? Mein Smartphone ist für mich genauso wichtig wie mein Laptop. Mein Tablet ist wichtiger als mein Smartphone, aber mein Buch ist für mich am wichtigsten oder meine Bücher sind für mich am wichtigsten. Also mein Smartphone ist wichtig, alles klar. Mein Laptop ist wichtiger als mein Smartphone, ist okay. Aber meine Bücher sind mir oder sind für mich am wichtigsten. Also zum Beispiel machen wir ein Beispiel mit wichtig. Mein Smartphone ist für mich wichtig. Mein Laptop ist für mich wichtiger als mein Smartphone, aber meine Bücher sind für mich am wichtigsten. Ja? Mein Smartphone ist für mich wichtig, mein Laptop ist wichtiger als mein Smartphone und aber meine Bücher sind für mich am wichtigsten. Meine Bücher sind für mich am wichtigsten. Ja, das ist jetzt eine Standardkonstruktion von Positiv, Komparativ, Superlativ. Okay, damit sind wir fertig mit dem komparativen Superlativ. Sie machen Übungen im Arbeitsbuch und Sie bringen Ihre Schwierigkeiten hierher und wir diskutieren das später, vielleicht in der nächsten Stunde. Alles klar? Okay, und jetzt müssen wir ganz schnell rübergehen zu dem nächsten Thema für heute und das haben wir gestern gesagt eigentlich, das habe ich gestern im Unterricht gesagt. Bitte lesen Sie den Text, Aufgabe 7 und dann versuchen wir jetzt noch einmal ein neues Element, ein neues grammatisches Element zu lernen und das sind die Nebensätze mit das. Okay, also zunächst mal machen wir eine ganz kleine Pause. Nehmen Sie sich eine Minute Zeit und lassen Sie sich alles einmal denken Sie darüber nach oder merken Sie sich, was Sie merken müssen
zum Komparativ und Superlativ und dann gehen wir rüber zu der Aufgabe 7 im Lehrbuch, im Kursbuch, das ist auf Seite 32. Ja? Okay.